Die Dornburger Gärten präsentieren sich als einzigartiges Ensemble verschiedener Gartenteile, in denen sich die einzelnen Entstehungszeiten und Stilepochen widerspiegeln. Maßgeblich wurde die Gestaltung der gesamten Anlage in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Karl August Christian Sckell geprägt. Er wurde von Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach beauftragt und schuf auf dem Gelände des früheren Ritterguts einen Landschaftspark. Vom Vorplatz mit dem Zugang zum Rokoko-Schloss erreicht man über eine kleine Treppe das Gartenparterre. Es wurde barocken Formen nachempfunden und stellt eine Neuschöpfung des Dresdner Gartenarchitekten Hermann Schüttauf dar. Mit seinen Buchsbaumhecken und den begleitenden Blumenrabatten sowie dem zentralen Brunnenbecken entspricht es der Formensprache des Barock. Es sollte eine passende Ergänzung zur Architektur des Rokokoschlosses bilden. Die 4 Putten sind Kopien nach Originalen aus dem Barockgarten Großsedlitz bei Pirna. Der angrenzende Weinberg wird von einem Bacchus bekrönt, eine Kopie nach Balthasar Permosas. Alle Skulpturen wurden von dem Dresdner Bildhauer Werner Hempel geschaffen. Insgesamt werden in Dornburg jährlich annähernd 4.500 Frühjahrsblumen und 3.200 Sommerblumen gepflanzt, zu einem guten Anteil durch die Gärtner angezogen. Die Beete und Terrassen sind mit mehr als 2.000 Rosen bepflanzt. Die Gärten umgreifen die 3 Schlossgebäude, die sich an der Hangkante über dem Saaletal erheben. Am mittig gelegenen Rokokoschloss wurden mehrere Teilgärten bzw. Gartenräume gestaltet. Nun gelangen wir vom Gartenparterre zum Eschengang, der auf das frühe 19. Jahrhundert zurückgeht. Der letzte Baum direkt am Rokokoschloss ist der älteste des Ganges. Er stammt noch aus der Entstehungszeit. Durch den südlichen Treppenabgang gelangt man auf den sogenannten Teeplatz. Bei der Instandsetzung Ende der 1970er Jahre wurde er mit Kugelrobinien bepflanzt. In diesem Bereich standen zur Erbauungszeit des Schlosses noch Scheinfassaden und jeweils ein Pavillon. Sie waren aber bereits Ende des 18. Jahrhunderts baufällig und wurden abgerissen. Über die Brüstungsmauern hinweg ergeben sich Ausblicke ins Tal und über die westlichen Weinberge. Nun durchschreiten wir den sich kreuzenden Rosenlaubengang. Er geht auf das Jahr 1818 zurück und war ursprünglich mit grüner Ölfarbe gestrichen. Er wurde mehrfach in den unterschiedlichen Wiederherstellungsphasen der 1920er und 1960er Jahre sowie auch danach in abgeänderter Form neu errichtet. Am Ende des Längsganges bildet die Figur das Gegenstück zum Bacchus im barocken Gartenparterre auf der gegenüberliegenden Seite. Die Figur ist eine Kopie der im Jahr 2000 entwendeten Originalfigur.
Die ovalen Beete wurden 1988 und 89 rekonstruiert. Hier sieht man einen weiteren, tiefer liegenden rechteckigen Gartenraum, der bei der Erbauung des Schlosses im 18. Jahrhundert ebenfalls für eine barocke Gartengestaltung vorgesehen war, aber so wohl nie umgesetzt wurde. In der Nähe des Schlosses führt der Weg auf die Terrasse. Von hier hat man über den Weinberg mit dem wiedererrichteten Weinberghäuschen einen herrlichen Blick in die Landschaft. Über eine Treppe kommt man auf die darunter liegende Ebene. Der Weg führt an der Brüstungsmauer entlang, weit unterhalb des Teeplatzes und vorbei an einer umfangreichen Rosenpflanzung zur Südseite des Rokokoschlosses. Zur Talseite fallen die bastionsartigen Terrassenerweiterungen auf, die das Schlossgebäude mit den Talhängen verschmelzen lassen. Ursprünglich wurde sie angelegt, um dem Schloss einen militärischen Charakter zu verleihen. Von der größten Terrasse, dem sogenannten Fünfeck, wollte der Erbauer Herzog Ernst August ursprünglich eine geplante Heerschau im Tal beobachten. Gleichzeitig war die Bastion als Terrasse gestaltet, die eine zivile Nutzung ermöglichte. Die unterhalb gelegenen Weinberge wurden neu aufgerebt und einheitlich mit der Rebsorte Johanniter, einer etablierten feinen Weißweinsorte, bepflanzt. Ein Abschnitt des Weinberges wurde mit alten Rebsorten, unter anderem der Goethezeit, bepflanzt, die zum Teil aus aufgelassenen alten Weinbergen stammen und ein nahezu ausgestorbenes Kulturgut darstellen. Das von der Hangterrasse betretbare Kellergeschoss dient zur Überwinterung der Kübelpflanzen und wird während der Saison für Wechselausstellungen genutzt. Die aktuelle Ausstellung präsentiert den Saalewein und dessen Herstellung und Anbau. Ursprünglich endeten die Gärten an der westlichen Mauer des Teeplatzes. Erst mit dem Ankauf des Renaissance-Schlosses 1824 wurde hier eine Treppe angelegt, die einen Zugang in den englischen Garten ermöglichte. Er wurde in der Folgezeit unter dem Hofgärtner Carl August Christian Skell erschaffen, kurz bevor Goethe nach dem Tod des Großherzogs Karl August 1828 seinen längsten Aufenthalt in Dornburg nahm. Man gelangt auf dem geschwungenen Weg zum Vorplatz des Renaissance-Schlosses. Die reiche Ausstattung mit Blumenbeeten und Ziersträuchern gibt diesem Bereich den Charakter eines Pleasure Grounds. Auf dem Vorplatz befindet sich ein Brunnen mit einer Mädchenfigur nach dem Entwurf der Bildhauerin Dorothea von Philippsborn, die in den 1960er Jahren aufgestellt wurde. Nach rechts gegenüber dem Schloss durchschreitet man einen kleinen Platz, worauf sich Kastanien befinden. Die zum Teil aus der Goethezeit stammenden Bäume waren überaltert und wurden durch eine Neupflanzung ersetzt. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun wieder Interessantes über das Rokokoschloss erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!